Du willst etwas gegen deine Rückenschmerzen tun, ist ja häufiges Problem. Schau, hier tut's weh, aber unserer Erfahrung nach ist das nicht die Ursache. Die Ursache liegt vielmehr darin, dass wir hier vorne Muskeln haben, wie zum Beispiel den Hüftbeuger. Das ist ein Muskel, der hebt das Bein, der läuft von hier über die Leiste, also die Lendenwirbelsäule und ins Becken rein. Und durch unsere dauernde Sitzerei verkürzt der unserer Erfahrung nach immer weiter. Und dann, wenn du wieder stehen willst, dann zieht den Körper nach vorne. Hinten die Muskeln müssen gegenziehen und dann brennen die vor Schmerz hinten, weil sie nicht mehr gegenhalten können, weil der Zug nach vorne zu groß ist. Und da gibt es 2 Übungen gegen, 2 fundamentale Übungen, die dieses Problem unserer Auffassung nach direkt an der Wurzel anpacken, und die machen wir jetzt. Und dafür ist der Felix gekommen. Der macht's jetzt und ich erkläre dir genau, was du machen musst. Es gibt 2 Übungen. Ich hatte ja eben gerade erklärt, hier vorne ist alles zu kurz. Was müssen wir also machen? Wir müssen, mach mal mit, natürlich vorne langziehen. Und das Langziehen vorne entsteht so, dass du dich aber nach hinten überstreckst. Das kann man in verschiedenen Varianten machen, am Boden mit durchhängen lassen. Wir machen heute mal 2 Übungen, die du im Stand nebenher machen kannst, ohne groß eine Matte zu haben oder was anderes zu benötigen dafür. Du brauchst nur eine Wand. Ja? Du stellst dich gegen die Wand, Felix, mach am besten, jawohl, und nimmst die Hände etwas über Schulterhöhe, gehst vielleicht noch ein Stückchen näher ran. So? Genau. Ja. Und jetzt erstmal bewusst machen, aus dem Hohlkreuz rauszugehen. Zieh mal den Bauchnabel ein, steck dir mal die Hose das Hemd in die Hose rein vielleicht. Ja. Dann kann man ein bisschen besser das nachvollziehen. Jetzt zieh mal den Bauchnabel ein und du beobachtest mal als Zuschauerin oder Zuschauer, was mit dem Becken passiert. Geh mal ins Hohlkreuz, so ein Entenhintern, und ist, ja genau, ja. Da ist hier jetzt stark eingewölbt, und jetzt zieh mal den Bauchnabel nach hinten, dass der Rücken dort gerade wird. Und was macht das Becken? Das Becken verdreht sich nach so. Ja, das Becken, was vorher mehr so war, stellt sich steiler. Und das ist die Voraussetzung dafür. Das ist die beste Übungsposition. Du bleibst jetzt so und jetzt schiebst du deine Leisten nach vorne und mit den Händen drückst du dich ein bisschen von der Wand weg, sodass du in die Überstreckung kommst. Ganz genau. Und drück dich ein bisschen weiter weg, dass du mit dem Bauch nicht zu nah an die Wand kommst. Ja. Das kannst du jetzt so austarieren, ja. Und dann mit den Leisten einfach weiter nach vorne die ganze Zeit? Immer weiter nach vorne, und du kannst auch den Kopf gerne nach hinten fallen lassen. Wo spürst du es denn jetzt, Felix? Vor allem im unteren Rücken. Am besten so stehen bleiben, unterer Rücken. Ja, wunderbar. Mach dir keine Sorgen, wenn du es im unteren Rücken spürst, wenn du genau das spürst, was du loswerden willst, weil dadurch, dass wir jetzt vorne das länger machen, hält's vorne gegen, und das verursacht praktisch den gleichen Schmerz. Aber das ist ja nur ein Alarmschmerz. Das hat nichts zu tun mit kaputt oder geschädigt, ja. Es ist einfach nur ein Zeichen, da wird die Spannung jetzt vorne zu hoch. Wenn man dran zieht, dann lockert sich es immer weiter auf und das Gefühl entsteht gar nicht mehr oder viel, viel später. Ja? Das ist auch eine Übung, die mir sehr schwer fällt übrigens, weil das ist schon mit die fieseste Übung, die wir haben, finde ich. Das ist für die meisten Menschen die fieseste. Warum? Weil wir immer wie ein Klappmesser so sitzen in diesem Winkel. Das ist schon eine Herausforderung, und das noch übersteigern, das ist noch mehr Herausforderung. Okay? So, jetzt die Intensität. Das, was du fühlst, wo es weh tut, und bleib mit dem Kopf ruhig hinten, ja? Das, was du fühlst, wo es weh tut, das hältst du so, dass es gerade noch gut zu ertragen ist. Geh mal auf diese Grenze, gerade noch gut zu ertragen. Also ich spüre es jetzt auch vorne im Bauch übrigens. Schön, also ja. Je mehr du spürst, desto besser. Je mehr am Körper du wahrnimmst, dass da was auseinandergezogen wird, desto besser ist der Effekt. So einfach ist die Welt, ja? Okay, und du merkst ja, dass du immer ein Stückchen weiter nach hinten gehen kannst, gell? Ja. So wie es nachgibt, so kann die Position immer weiter angeglichen und gesteigert werden. Du zitterst auch ein bisschen. Ja, es ist auch wirklich sehr anstrengend. Ja. Felix ist ein kräftiger Kerl, macht viel Krafttraining, aber diese Übungen bringen einen oft an den Rand, weil die Muskeln, wenn die auch stark sind, wenn sie zu kurz sind und in die Länge gezogen werden, die reagieren einfach. Ja, das ist auch fürs Nervensystem eine ziemliche Herausforderung, aber all das ist gut, weil das nennt sich Training und das führt in den schmerzfreien Bereich rein. Unserer Erfahrung nach. Ja. Also auch so schon wirklich. In den meisten Fällen. So, und jetzt nochmal was zur Zeit. Das Ganze muss 2 bis 2,5 Minuten gesteigert werden.
immer so, dass die Schmerzintensität gerade noch gut zu ertragen ist, gerade noch positiv ist. Und dann gehst du langsam raus. Ganz langsam. Und das ist eine große Erleichterung. Gell? Beschreib mal, wie du dich fühlst jetzt danach. Oh, super gut. Ich hab's, also kurz habe ich Aber warum super gut? Warum? Also jetzt in dem Fall, ich habe wirklich vorne, ich mache erstmal mein T-Shirt wieder raus. Ich habe vorne, war die Spannung auf dem Bauch sehr hoch. Ja. Und gleichzeitig habe ich es auch hinten an der Wirbelsäule gespürt. Und wenn man dann die ganze Zeit in dieser Spannung drin ist, dann ist es erstens einfach mal sehr erleichternd, dass man nicht mehr so angespannt ist und auch während der Übung stabilisieren muss. Aber man spürt auch gleich eine Erleichterung. Also sag mir mal, ob du Bauchmuskeltraining machst. Nicht so regelmäßig. Ja, Was machst denn du für die Front, um die Front anzuspannen? Also man stabilisiert das schon in vielen Übungen auch mit, aber ich mache auch 1-2 Mal die Woche, also regelmäßig Sit-Ups zum Beispiel. Ja, also das ist halt der Grund, warum wir sagen, wenn du akut gerade Rückenschmerzen hast, ja, die Sit-Ups sind eine tolle Übung, aber lasse erst mal weg, ein paar Tage, 1-2 Wochen, bis dann der Schmerz ganz beseitigt ist und dann kann man wieder einsteigen. Ja. Also nicht ganz weglassen, nicht, das ist was Schlimmes, darf man nicht tun, überhaupt nicht, ja. Jedes Training ist gut und jedes Muskelbildertraining sowieso, weil Muskeln sind so wichtig. Ja. Die Myokine und alles Mögliche, diese ganzen Geschichten, ja. Ganz, ganz wichtig auch für den Stoffwechsel. Aber sei einfach clever, wenn hier vorne was zu kurz ist und du willst es erstmal lang machen, um aus dem Schmerz rauszukommen, dann mach es nicht gleich wieder kürzer, weil dann wird die eigene Arbeit des Dehnens natürlich ein bisschen zurückgenommen. Ja. Man kann das tun, aber klüger ist es, das Verkürzende erstmal zu minimieren und dann wieder weiterzumachen. Also noch ein Tipp von dir? Ich hätte vielleicht noch erst eine Frage, wenn es okay ist. Vielleicht, also man kann aber mit den Übungen, wenn ich die regelmäßig mache, kann man das dann ausgleichen. Also wenn ich Kraftsport mache und Übungen gleich viel, dann laufe ich jetzt nicht Gefahr, dass es sich irgendwie verkürzt. Das ist in Ordnung, oder? Also, alles verkürzt. Letztendlich alles verkürzt. Außer die Übungen, die man dann macht, die verlängern es dann wieder, ja? Aber ob du läufst, ob du Krafttraining machst, ob du irgendeinen Sport betreibst, ob du am Schreibtisch sitzt, ja? Da sind überall verkürzende Elemente drin. Und das Geheimnis, so würde ich es mal nennen, wie du damit klarkommen kannst, ist ganz einfach. Du hörst auf deinen Körper, wo werde ich so kurz, dass Schmerzen entstehen? Jetzt hier in dem Beispiel Rückenschmerzen. Ja. Also muss ich das ausgleichen. Also dein individuelles Bewegungsprofil, das wird da, wo die Spitzen sind, wo Schmerzen entstehen, einfach ausgeglichen. Und dann lass dir eine Weile, 1, 2, 3 Wochen, wo du dich darauf konzentrierst, dich voll vom Schmerz wegzuholen, also in die Entspannung reinzuholen. Und dann fang mit deinen Sachen wieder an und guck, wie es austariert ist. Und dann kannst du genau die Dosis auch ablesen, wie oft musst du die Übungen machen und um eben im Gleichgewicht zu bleiben, damit keine Spannungen entstehen. Ja, okay. Wir müssen aber noch eine zweite Übung machen, weil jetzt waren wir an der Ursache. Und jetzt geht's um die Gegenseite. Als du vorhin raus bist, aus dieser Position, was hättest du da am liebsten gemacht? Fühl mal in dich rein ganz kurz. Am liebsten die Gegenbewegung eigentlich. Also wenn man vorher so war, dann am liebsten einmal so eingerollt sozusagen. Und genau das machst du dann auch, wenn du übst. Du stellst dich hin, vielleicht ein bisschen von der Wand weg, Füße parallel und die Füße zeigen nach vorne. Streck die Knie voll durch und lass dich einfach mal runterhängen. Einfach mal runterhängen lassen. Ohne jetzt groß dich anzustrengen, einfach mal runterhängen lassen und spür mal, wo es bei dir am meisten zieht. Ich spüre es jetzt auch tatsächlich noch von der Dehnung davor, noch in der Wirbelsäule hier in der Mitte. Ja, okay. Und jetzt am meisten ziehen, um deine Frage zu beantworten, ist hinten in den Kniekehlen und hier im unteren Rücken. Okay, Achtung, jetzt musst du Folgendes verstehen. Wenn das Ziehen in den Kniekehlen, was gut ist, weil da muss auch meistens gedehnt werden, wenn dich das davon abhält, hier noch mehr in die Dehnung reinzugehen, dann beugst du ein ganz bisschen die Knie. Beug mal die Knie ein ganz bisschen und dann merkst du, dieses Fiese in den Kniekehlen spürst du nicht mehr und kannst hier dich noch weiter runterziehen. Du kannst vielleicht sogar hinter die Waden greifen und dich dann an den Beinen entlang runterziehen. Da kannst du noch mehr Dehnung drauf geben. Und jetzt im Normalfall zieht es jetzt überall hier. Und das ist das gute Ziehen, weil hier ist ja dieser Hartspann bei den meisten Leuten, der dadurch entsteht, nach vorne wird gezogen, hinten wird gegengespannt. Deswegen sind die Muskeln immer im Hartspann. Sagen die Masseurinnen und Masseure immer, oh, sie haben wieder einen Hartspann dahin, ich komme kaum durch, ja. Oder Patienten erzählen, das ist alles so fest, ich kann mich kaum noch bewegen, das ist wie ein Korsett. Und fühlst du, wie sich das auflöst, Felix? Ja, ganz deutlich. Beschreib mal. Also am Anfang
hat sich's noch einfach recht verspannt angefühlt, als ich in die Übung gegangen bin. Aber es ist jetzt so ein angenehmes Ziehen, sage ich mal. Also man merkt, wie es weniger wird mit der Zeit einfach. Und was machst du dann, wenn es weniger wird? Dann kann ich eigentlich noch weiter runtergehen. Also Dann, jetzt komm ich mit den, du steigern. ja, jetzt komme ich mit Weil- den Fingern auch schon auf den Boden. Das ging am Anfang noch nicht während der Dehnung. Ja, wobei du bedenken musst, du hast auch die Beine ein bisschen gebeugt. Das stimmt, ja. Ja, also das ist ein Unterschied, ja. Aber egal. Also jetzt hier kannst du noch mehr dehnen? Ist noch mehr irgendwie möglich? Ich glaube an sich schon. Ich werde jetzt hier nur in dem Fall von meinen Knien, glaube ich, limitiert, die dann hinten spannen. Die Ja. fangen wieder an. Genau, Dann ja. beugst du noch mal ein bisschen mehr. Ja. Ja. Wenn du aber merkst, du kommst trotzdem hier nicht weiter rein, dann bleibst du 2 bis 2,5 Minuten und dann langsam wieder raus. Ja, komm langsam wieder raus, Ja. Felix, kannst wieder Ja. hochkommen, dann vielleicht hinterher ein paar ausgleichende Bewegungen machen. Ja, einmal ausschütteln. Das waren jetzt die wichtigsten Übungen überhaupt. An die Ursache und an die Gegenreaktion auf die Ursache. Und damit ist meistens das Ganze schon ziemlich im Auflösen begriffen. Ja. Beschreib noch was wichtig wäre vielleicht, Ja. aus deiner Sicht. Erstmal regelmäßig die Übungen machen natürlich. Den Okay. Fehler habe ich auch selber gemacht, dass ich es nicht getan habe. Ja. Ja, und ich glaube, dass also für mich ist es immer wichtig, wenn man sich während der Dehnung immer noch mal selber kontrolliert. Wenn man auch noch mal sicher geht, wie zum Beispiel mit den Knien. Ich glaube, ich persönlich neige dazu, dann auszuweichen und mir die Übung selber zu vereinfachen, wenn es gerade mal schwierig ist. Deswegen würde ich auch immer noch mal die Dehnungsposition kontrollieren und mir auch sicher gehen, dass ich gerade das Richtige mache. Genau. Und du wirst übrigens merken, kommt gerade darauf, weil Felix das sagt, nach einer Weile wird das Ziehen in den Kniekehlen immer weniger und dann kannst du die Übung auch machen, ohne die Knie ein bisschen beugen zu müssen. Ja, nochmal, um das ganz genau zu verstehen, das ist am Anfang haben wir das eben deswegen gemacht, weil wenn hier oben nicht weiter gedehnt werden kann, weil es unten schon zu stark zieht in die Kniekehlen, dann ist die Übung limitiert. Ja. Und deswegen, aber nur dann ein bisschen beugen, dann wird's hier unten frei und du merkst, oh, jetzt kann der Rücken weiter nach vorne genommen werden. Ja, das ist der Effekt. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir was gebracht. Wir sehen uns. Und wenn die Story vom Felix, da gibt es nämlich eine Geschichte, eine Vorgeschichte mit einer Spontanbehandlung, die wir irgendwann gemacht haben. Wenn du es dir angucken willst, wenn es dich interessiert, dann klicke bitte dort, dann kommst du drauf. Ansonsten sagen wir einfach nur Ciao. Tschüss. Ciao.